Ich bin Marcel, das ist Eddie. Mein Haus gehörte mal der Familie Adenauer. Konrad Adenauer war auch öfter hier. Ich habe eine Menge Sachen gesammelt über die Familie und noch 1000 andere Sachen. Wenn ihr das sehen wollt, kommt mit. Als ich das Haus das erste Mal betreten habe und diese Offenheit, diese Fenster, dieses Licht gesehen habe, dachte ich so, boah, wow, da habe ich mich sofort vom ersten Tag an drin verliebt. Das Haus gehörte ja ursprünglich mal dem Georg Adenauer und der Ulla Adenauer. Das sind der jüngste Sohn von Konrad Adenauer. Und ich wollte diese Energie einfach erhalten. Und habe das mit meinen Vintage-Möbeln versucht, meine eigene Note dazuzusetzen. Ich habe dann irgendwann mal am Radio gehört, dass in meinem Auktionshaus der Nachlass von dem Sohn von Konrad Adenauer versteigert wurde. Da dachte ich so, wow, cool, freue ich mich. Und habe dann auch wirklich einen ganzen Tag lang vor dieser Online-Auktion gesessen. Ich habe bei der Versteigerung sehr viele Sachen ersteigert, die in dem Haus schon waren, also die hier drin waren. Unter anderem auch Teppiche. Und diese Kiste. Unter anderem war dieses Bild dabei, was ich sehr, sehr schön finde, weil das so unfassbar aussagekräftig ist. Der schwarze Hintergrund, nur der hat ja so ein prägnantes Gesicht gehabt, der Adenauer. Und der hat so eine Ausstrahlung gehabt, die ich schon immer ganz gut fand. Der Schrank war der einzige Schrank, der hier wirklich drin war, als ich das Haus übernommen habe. Ich habe den auch behalten. Ich habe den wirklich komplett bei den Sanierungsarbeiten eingepackt. Ich habe die Rechnung auch dazu gefunden und das kam aus einem sehr renommierten Möbelhaus aus Köln. Ich habe dann angefangen, auch da drüben das ein bisschen in den Stil der 70er, 60er Jahre, was so die Hochburg war, wo das Leben hier im Haus stattfand, hinzustellen. Der Georg Adenauer, von dem das Haus ist, seine Frau war aus Schweden und ich habe dann auch angefangen, so Sachen zu sammeln, die halt typisch schwedisch sind. Der Schrank kommt ursprünglich aus Schweden. Das sind auch diese schwedischen Farben. Ich habe den damals über einen Händler aus Schweden bezogen. Ach, jetzt ist übrigens auch noch der Edmund, der wohnt auch noch mit mir hier. Das ist der Wachhund, wo man froh sein kann, wenn er mal wach ist. Aber sonst kämpft er nur mit seinem Übergewicht. Das ist sein Problem. Aber sonst alles gut. Aber hier kommen wir auch wieder zu den Adenauers. Und zwar habe ich hier oben die Ausgabe der Bild-Zeitung, als er gestorben ist. Die habe ich von einem sehr guten Freund von mir bekommen. Ganz tolle Sache, habe ich mich mega gefreut. Aber so entstehen die Sachen halt, dass Leute im Umfeld aus meinem Freundeskreis an mich denken und sagen, da habe ich ein Buch gesehen über Adenauer, da habe ich das gesehen. Und die bringen mir das dann einfach mit. Und so sammelt sich das immer mehr zusammen. Und das macht die Geschichte des Hauses irgendwie ganz komplett rund. Der mir das Haus verkauft, das ist der Enkel von Georg Adenauer. Das ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, ist auch Immobilienmakler und er hatte mir das angeboten. Das war für mich was Besonderes. Ich meine, es war der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, der hier auch mal vor Ort war und sein Sohn, der hier gelebt hat. Ja, ursprünglich war das mal gedacht, dass ich das Haus nur am Wochenende nutze. Aber irgendwann habe ich mehr Zeit hier in der Eifel verbracht als in Köln. Dann habe ich dann irgendwann gesagt, ich kündige meine Wohnung. Ich liebe die Eifel, ich mag das Umfeld. Ich habe mittlerweile so viele Freunde und Bekannte hier. Mittlerweile ist die Eifel halt mein Zuhause. Hier drüben habe ich auch ein Bild, das habe ich eine zusammengewickelte Leinwand beim Renovieren der oberen Etage gefunden. Und im Skizzenbuch von der Ulla Adenauer habe ich dann dieses Bild wiedergefunden und wusste, da konnte man auch genau sagen, welches Jahr das gemalt wurde. Das ist ein Selbstporträt von mir. Ich habe das dann eigentlich nur auf einem alten Holzkeilrahmen mit Reißzwecken ganz schlecht zusammen gemacht. Aber genau das macht's aus. Mir hat das Haus mitgeprägt und das Umfeld mitgeprägt. Und deswegen gehört das Bild auch einfach wieder hier hin. Wenn man das ganze Haus betrachtet, ich habe da wirklich eine Vorliebe für Möbel mit Geschichte, sage ich dazu immer. Aus dem Nachhaltigkeitsgedanken und aus dem geschichtlichen Gedanken. So sammle ich meine Möbel.
Und bei den Clubsesseln sieht man das ganz schön. Das sind 2 alte Clubsessel. Weiß ich nicht, wie viele Ärsche die schon gesehen haben. Weil du schaffst es in einem Leben nicht, die Sachen so einzusitzen und abzunutzen, so gekonnt abzunutzen, damit man, ja, dass sie einfach so viel Leben nach außen strahlen. Ich finde einfach, wenn die Sachen gelebt sind, ist es für mich wie so ein Kunstwerk und trotzdem noch ein benutzbares Möbelstück. Hier habe ich einen Kalender, den habe ich in dieser Kiste damals aus der Versteigerung bekommen und habe den dann quasi hier eingerahmt und der zeigt ihn ja beim Bullspielen, das war so ein späteres Hobby. Aber ich hatte mal gelesen irgendwann, dass er nicht so ein guter Verlierer war, aber das sollte den quasi absichtlich gewinnen lassen haben, damit der Nachmittag nicht ganz so stressig wird. Die Teilung Deutschlands wird eines Tages wieder verschwinden. Ich bin ja ursprünglich aus Cottbus, aus der tiefsten DDR quasi, irgendwann mal vor 20 Jahren nach Köln gekommen und hatte mich mit dem Adenauer eigentlich nie groß auseinandergesetzt, weil ich da überhaupt keine Berührungspunkte hatte. Ich hatte eher so aus meiner Kindheit noch den Erzählmann Lenin, Stalin in meinem Kopf, den ich quasi so beigebracht bekommen habe. Desto mehr ich mich dort reingelesen habe und rein recherchiert habe, desto interessanter fand ich diese Geschichte. Und deswegen macht es für mich und meiner Familie das einfach so besonders. So, dann zeige ich euch mal meinen Flur. Hier habe ich ja die Fliesen erhalten wollen, die hier unten drin war vom Fußboden. Die sind noch die alten Originalen. Ich glaube, die sind sogar so alt wie das Haus. Ich fand diese Form so schön. Diese Form gibt's kaum noch. Ich mag auch diese, wenn jetzt irgendeine Fliese mal weil irgendwas runtergefallen ist, was abgeplatzt ist. Das ist für mich nicht kaputt, sondern es sind einfach nur Merkmale, dass es schon gelebt hat. Mein Gedanke war damals, Ton in Ton zu streichen, dass es alles so einen Raum ergibt. Ich glaube, im Nachhinein war es etwas kontraproduktiv. Mich haben sehr viele Leute darauf hingewiesen, aber ich fand es trotzdem, musste das durchsetzen. Im Nachhinein sage ich ganz ehrlich, ihr hattet recht, es ist zu dunkel. Die Tür war auch eine schöne Geschichte. Erstmal ist es auch mega abgesichert, aber das ist halt aus Eiche gemacht. Ich habe die damals komplett geschliffen und wirklich tagelang mit kleinem Schleifpapier und dann hinterher neu lasiert, neu geölt, glaube ich, war das damals, um die behalten zu können. Ich fand die aber echt so schön. Die ist natürlich mega undicht, es zieht an allen Ecken rein, aber die Tür muss bleiben, die ist einfach schön. Ja, hier im Gästebad muss ich euch auch noch mal was zeigen, das ist auch ganz lustig. Ich habe hier sehr viel Besuch, hier kommen sehr viele gute Freunde her und ich habe hier mal irgendwann die Wand mit Tafellack schwarz gemalt ringsrum und habe hier mal so einen weißen Stift hingelegt. Und jeder, der hier kommt, schreibt dann irgendwann irgendwelche Sprüche ran. Und dann sitzt man hier auf Klo und denkt sich, Mensch, auch eine gute Weisheit. Und das erinnert so an viele Momente, die hier passiert sind in dem Haus, seitdem ich hier bin. Und ich fand es ganz lustig. So, und dann will ich euch noch jemanden vorstellen, die auch hier wohnt. Und das ist in dem Fall die Lotte. Hi. Die Lotte ist meine Tochter, die ist halt am Wochenende hier oder so viel Zeit, wie es geht. Und ich mag es auch, wenn hier in dem Haus Leben ist. Und das macht erst ein Zuhause, wenn Lotte auch mit dabei ist. Diese Schränke hier drüben, das sind auch diese Einbauschränke, die hat die Ulla Adenauer damals hier einbauen lassen. Die sind auch, ich würde die auch nicht rausbauen, ich würde die nicht rausreißen, die sind mega praktisch. Diese Originalfarbe, diese Originalgrün habe ich auch gelassen, weil auch mit diesen Narben hier dran, das finde ich immer ganz schön. Die Haushälterin, die früher für den Herrn Adenauer, für die Familie Adenauer tätig war, sie wohnt hier im Dorf und sie hat mir sehr, sehr viele Sachen erzählt. Wir haben uns sehr oft und sehr lange unterhalten, wie das war. Ich glaube, die war 15, 20 Jahre, war die hier beschäftigt mit der Familie Adenauer. Sie kannte die halt in- und auswendig. Ich glaube, jetzt, wo wir den hier unten ganz fast durch sind mit der Wohnung, würde ich mal das Wort an meine Tochter geben. Das ist die Lotti, die zeigt euch mal ihr Kinderzimmer. Das mache ich jetzt. Komm mal mit. Mein Lieblingsplatz ist mein Bett, also weil das ist immer schon gemütlich. Wenn ich ein bisschen chillen möchte, kann ich da halt auch chillen.
Der Ast, der da oben ist, den hat mein Vater vor meiner Geburt irgendwo im Wald gefunden. Den habe ich irgendwann mal hier rangebaut, weil die Lotte dachte, sie bräuchte so ein Gruselzimmer mit viel Fledermäusen und Spinnen. Und ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, warum die sich so gruseln will. Aber ist halt so. Jetzt gehen wir mal ins Schlafzimmer. Zu diesem Bild von Mao. Also ich bin jetzt nicht der Fan von irgendwelchen Diktatoren, aber mich fasziniert diese Kunstform, was man mit Malerei erreichen kann. Hier fand ich auch die Farbkombination mit diesem Rot und Grün und dem Holz eher das Stimmige bei der Geschichte. Das Originalplakat liegt man so zwischen 70, 80 Euro, wenn man es noch findet. Und dann zieht man das einfach, wird das hochauflösend eingescannt und dann zieht man es auf Acryl. Da liegen wir so bei 400 Euro ungefähr für das Aufziehen. Diese Einbauschränke, die man hier sieht, die waren auch schon drin. Die sind auch von Adenauer noch gemacht oder sind so geblieben. Hier habe ich nur neue Griffe rangebaut. Das ist einfach nur improvisiert gewesen aus alten Gürteln und ein Stück Holz, ein Holzstab, den ich kurz gesägt habe und den da rangeschraubt habe. Und hier draußen auf dem Balkon, da gucke ich mit Papa auch manchmal Sternschnuppen an. So, und jetzt zeige ich euch mal unser Badezimmer. Was mir eigentlich so doll gefallen hat hier drin, sind diese blauen Fliesen. Und dieser unfassbar schöne alte Spülkasten aus Keramik mit dieser Kette, mit diesem Spülabzug, der so einfach noch an der Wand montiert ist. Ich glaube, das ist auch noch aus den 50ern. Selbst auch mit dieser Toilettenrollhalterung, die in der Wand eingearbeitet ist. Wie großartig ist das denn? Sowas gibt es doch heute nirgendwo mehr. Ich hatte die Leitung von dem Badezimmer von der Rückseite saniert und die Wasserhähne alle abmontiert und habe die dann zu einer Firma geschickt, die wieder abdichten, dass sie noch funktionieren, habe die wieder genauso eingesetzt, wie die waren. Die Tapete habe ich damals ausgesucht und ich kann es noch nicht mal, warum ich die Tapete genommen habe. Wie findest du die? Also ich finde sie auch gut. Ich mag gerne Tukans. Tukans sind einer meiner Lieblingsvögel. Also findest du es cool? Ja, mir gefällt's. Das ist schön. Keine neue Tapete dran machen, Papa. Papa, ich gehe mal eben runter. Okay, viel Spaß. Danke. Bis gleich. Dann zeige ich euch mal die Treppe. In dem Treppenhaus habe ich versucht, so ein bisschen die Geschichte der Adenauers, meine Familie, alles so ein bisschen zu verbinden. Hier oben haben wir ein Bild mit Angela Merkel und dem Georg Adenauer. Dazwischen hängt natürlich auch meine Familie. Durch die Mischung der Bilder von meiner Familie und von der Familie Adenauer haben beide Familien in dem Haus einen sehr schönen Platz gefunden. Ich will euch jetzt gerade mal noch ein Kunststück zeigen. Komm, hopp. Super. So Lotte, ich gehe noch mal nach oben. Kommst du mit? Ja, ich komme. So, und jetzt zeige ich euch oben noch mal das Dachgeschoss. Das ist nämlich auch ganz schön. Hier ist noch mal so ein Gästezimmer für Leute, die uns besuchen kommen oder Lotti mit ihren Freundinnen. Der Georg Adenauer hatte 3 Söhne und die haben wohl hier oben gelebt. Das war ganz witzig. Hier waren links und rechts quasi Einbaubetten und Einbauschränke. Die habe ich damals alle rausgemacht. Das Holz habe ich dann neu gemacht und habe den Boden einmal auch komplett abgeschliffen und geölt. Dieses Abschleifen hat mich auch wirklich 3 Wochen gekostet. Aber ich finde das Resultat ganz schön und ich mag dieses Knarren der Dielen. Hier ist übrigens auch noch ein Teppich, den ich auch aus der Versteigerung von der Familie Adenauer gekauft habe. Ich weiß gar nicht genau mehr, was der Teppich gekostet hat, aber so um die 300, 400 Euro, glaube ich, war das damals auch schon. Und desto mehr ich mich mit der Familie Adenauer auseinandergesetzt habe, desto stolzer bin ich auch, dass ich in diesem Haus lebe. Und mittlerweile ist es nicht nur ein Wochenendhaus geworden, sondern mein komplettes Zuhause und ich fühle mich hier mega wohl.
So, das war die Roomtour durch unser Adenauer Haus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, klickt hier oder hier. Oder abonniert den Kanal. Tschüss. Ciao.